Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Nach den ganzen großen Acrylbildern, die ich in der Rakeltechnik gemalt habe, war mir danach ein abstraktes Acrylbild zu malen, ja natürlich, aber ganz klassisch mit einem Pinsel. Und heute habe ich dazu Acrylfarben von Winsor & Newton verwendet, denn die haben eine andere Farbpalette als die von mir sonst so geliebten Amsterdam Acrylics Acrylfarben. Ich starte auch mit zwei relativ gedeckten Farben. Die Farben könnt ihr in der Videobeschreibung nachlesen und die beiden Farben haben auch einen recht hohen Weißanteil, deshalb sind sie auch so deckend. Zunächst trage ich die Farben jeder einzeln für sich mit einem anderen Pinsel auf, damit sie sich nicht vermischen. Das werde ich hinterher, wenn ich meine vierte Farbe auftrage, machen, denn dann werden die Flächen auf der ehemals weißen Leinwand nicht mehr so groß sein und dann möchte ich eben Farbverläufe und Übergänge zwischen den einzelnen Flächen haben. Die vierte Farbe wird das Payne's Grey sein und bei jedem Farbhersteller ist Payne's Grey irgendwie anders und ich habe schon mal ein Bild gemalt, diese deckenden Farben und das Payne's Grey von Winsor & Newton, die werden gleich ganz tolle Übergänge mit sich bringen. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich zwar Wasser neben meinem Arbeitsplatz stehen habe, es aber nicht benutze und ihr könnt anhand der Pinselspuren sehen, dass der Pinsel also trocken ist und im Moment nur die Farbe vermalt. Jetzt kommen wir zu den interessanten Verläufen, die sich jetzt ergeben, wenn das Payne's Grey zwischen die einzelnen Farben gesetzt werden, die ja auch noch nicht trocken sind. Und da ergeben sich so schöne Effekte, auch durch die Pinselborsten, die jetzt eine gewisse Struktur machen. Das Ganze hat etwas sehr Schönes und Meditatives. An dem Punkt war ich fast traurig, dass ich doch keine große Leinwand genommen habe. Aber für das, was ich heute vorhabe, ist diese Leinwand, die 30 x 30 cm groß ist, völlig ausreichend. Und schaut mal, wie schön die Farbübergänge zwischen dem Grüngold und dem Payne's Grey sind. Also ich glaube, selbst mit diesen beiden Farben auf einem Bild könnte man ganz toll eine Leinwand abstrakt bemalen. Als ich das gemalt habe, musste ich tatsächlich innehalten. Normalerweise habe ich die Tendenz, mit diesen wunderbaren Pinseln von Da Vinci die Flächen ineinander zu verblenden. Und das wollte ich heute nicht. Und ich musste tatsächlich aufpassen, dass ich diese Pinselstriche, die ich bei anderen Künstlern so toll finde, heute auch mal bei mir auf der Leinwand zulasse. Also für den einen oder anderen mag das komisch klingen, aber das war tatsächlich Arbeit, die ich in dem Augenblick leisten musste. Als meine Hintergrundbemalung fertig war, habe ich einen Föhn benutzt und bevor ich also mit dem nächsten Schritt, dem Acrylbinder, weitermache, habe ich alles sorgfältig getrocknet, damit der Acrylbinder wirklich nur auf der Oberfläche aufliegt. Ich verteile den Acrylbinder mit einem Spachtelmesser relativ dünn auf der Leinwand, trage hier und da nochmal ein bisschen Acrylbinder nach und der dient mir heute als Untergrund, als Klebemittel für mein Blattkupfer. Ich wollte das mal ausprobieren, ob es denn immer unbedingt Anlagemilch oder Anlegemilch sein muss.
Und wie ich es mir gedacht habe, nein, muss es nicht sein. Ich hätte welche gehabt, aber ich dachte mir, ich habe noch Acrylbinder, warum diesen nicht benutzen? Ich bin heute einfach mal großzügig mit dem Blatt Kupfer und es klebt auch irgendwie besser mit dem Acrylbinder, finde ich. Ich habe auf jeden Fall nicht diese ganz vielen Fuzis einmal in Einmalhandschuhen und das finde ich schon mal sehr angenehm. Bevor ich natürlich jetzt zu dem trockenen Pinsel greifen kann, mit dem ich das Blatt Kupfer an den losen Stellen abreiben kann, habe ich das Blatt Kupfer trocknen lassen, ungefähr 15 bis 20 Minuten, damit ich jetzt das Ganze nicht abreibe, sondern dass tatsächlich die Flächen, die ich vorhin mit dem Acrylbinder sozusagen geklebt habe, stehen bleiben. Und alles andere werde ich gleich, weil es auch große Stücke sind, auffangen und zur Seite nehmen für ein anderes Projekt. Ich sehe schon, ich bin sehr zufrieden mit dem, was überbleibt. Das ist ein bisschen eingerissen. Das passt ja zu diesem Abstrakten. Es ist ein bisschen knubbelig an der einen oder anderen Stelle. Und das macht mir richtig Spaß. Also ich kann jedem nur empfehlen, einmal im Leben mit Blattgold, Blattkupfer oder was auch immer gearbeitet zu haben. Und schon wieder verwende ich den Acrylbinder. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass ich den jetzt auf den dunklen Stellen der Leinwand, also dort, wo das Payne's Grey aufgetragen ist, verstreiche. Ich nehme wieder das Spachtelmesser, weil ich damit Schichten relativ dünn auftragen kann und trotzdem nachher noch was nachlegen kann. Der Acrylbinder trocknet zwar recht transparent auf, man wird ihn hinterher ein bisschen sehen können, weil diese Stellen glänzender sind, als es die Acrylfarben von Winsor & Newton sind. Auf die Stellen, auf die jetzt der Acrylbinder aufgetragen worden ist, werde ich jetzt ein sogenanntes Granulat aufbringen. Das ist vielleicht auch ein Streusand, er glitzert, er ist anthrazitfarben oder rauchig. Und den habe ich mir mal kurzerhand in einen kleinen Messbecher umgefüllt, weil ich damit viel besser dosieren kann. Ich habe in den anderen Bildern, bei den Rakelbildern, hatte ich ein Spachtelmesser dafür benutzt. Das ist auch in Ordnung, aber hier geht es mir darum, auch die Flächen relativ gleichmäßig mit diesem Streusand zu befüllen und das gelingt mir damit viel, viel besser, als ich das mit der Hand machen könnte oder mit einem Spachtelmesser. Habt ihr andere Ideen dazu? Was würdet ihr verwenden? Ein kleiner Kamerarundflug, um euch zu zeigen, wie super schön das schon mal glitzert. Und schon wieder kommt der Acrylbinder zusammen mit dem Spachtelmesser zum Einsatz. Und jetzt nehme ich mir die Flächen vor, die teilweise mit dem Blatt Kupfer schon belegt sind und teilweise die leicht aprikotfarbenen Stellen, denn ich habe noch ein Granulat, das eher dem Blatt Kupfer zugeordnet werden könnte von der Farbe her. Es glänzt allerdings nicht so stark, sondern ist etwas matter. Dafür ist es etwas größer und ich bin richtig gespannt, ob der Acrylbinder ausreichen wird, um das Granulat auf der Leinwand festzuhalten. Auch dieses Granulat fülle ich mir aus der Glasflasche um in den Messbecher, weil das gerade mit dem anderen schon so super gut geklappt hat. Ich
glaube, auf dem Bild befindet sich deshalb so viel Glitzer, weil in den Geschäften neben der Herbstdeko schon wirklich die Weihnachtsdeko prangt. Und da ist Blattgold ganz weit vorne, Elchgeweihe mit Blattgold, dunkles Schwarz habe ich gesehen, kombiniert mit Gold und auch Kupfer und vor allen Dingen der Cortenstahl. Ich schwenke jetzt etwas ab von meinem Bild, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich davon inspiriert worden bin. Ich habe nochmal den Acrylbinder im Einsatz. Diesmal trage ich ihn aber mit einem kleinen Rundpinsel auf und ich suche mir explizit Stellen aus, die dunkel sind und die einen gewissen Grünanteil in sich tragen und die auch einen leichten Schatten machen könnten. Das passt zwar nicht zu dem Dekosand, den ich gleich benutze, aber der hat einen kalten Blauanteil und das finde ich im Kontrast zu dem doch eher wärmeren Grün sehr schön. Aber das könnt ihr gleich selbst beurteilen, ob euch die letzte Feinheit bei diesem Bild noch gefällt, denn ich hätte mich auch entscheiden können, dass das Bild jetzt so bleibt, wie es ist. Aber ich hatte so das Gefühl, ja, das können wir doch benutzen. Und das Schlimme ist, dieser Dekosand stammt wirklich aus dem letzten Jahr. Den habe ich zu Weihnachten gekauft. Und was ich aber nicht gesehen hatte, der hat kleine Sterne innen drin. Mir ist da auch schon ein Stern auf das Bild gepurzelt, aber den werde ich gleich elegant mit dem Föhn von dem Bild entfernen. Mit dem Föhn trockne ich jetzt die ganzen Strukturen mit dem Acrylbinder einmal an und zum anderen werden mit dem Föhn schon mal ein paar lose Granulate entfernt. Und jetzt nehme ich mir nochmal einen Möbelpinsel, der hat verschieden lange Borsten und ist auch trocken. Und damit gehe ich jetzt tatsächlich nochmal über das Blatt Kupfer. Ich gehe auch in die Granulatstrukturen und reibe dort entsprechend die ganzen Krümel wieder etwas herunter, sodass da Lücken entstehen. Und jetzt gibt es nochmal eine Detailaufnahme von dem Bild mit dem ganzen Geglitzer, mit den Pinselstrichen. Und ich finde, das war eine wunderbare Idee, auch mal so etwas zu machen und nicht nur immer Rakelbilder. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.